Ja, guten Abend. Herzlich willkommen auf der Sternwarte in Stuttgart. Schön, dass Sie den Weg hier hochgefunden haben. Wir stehen hier auf heiligem Grund. Das alles um uns herum, gerade der Turm hinter uns, das ist 100 Jahre alt. Wir feiern gerade dieses Jahr unser 100-jähriges Bestehen. Am 8.01.1922 wurde hier die Sternwarte eröffnet. Und seitdem, mit ein paar Unterbrechungen, die durch historische Ereignisse vorgesehen waren, findet hier eigentlich fast jeden Tag etwas statt, Führung statt, Beobachtung statt. Die Sternwarte Stuttgart wird betrieben von dem Verein Schwäbische Sternwarte, hat so ungefähr knapp 500 Mitglieder. 60 davon sind mitarbeitende Mitglieder. Das heißt, das sind die Leute, die hier auch ständig rumlaufen, die hier selber was vermessen, selber Beobachtungen machen oder eben diese Führung hier halten. Ich selber bin jetzt seit 3 Monaten dabei und stehe auch jetzt schon auf der Terrasse. Ich habe heute Unterstützung dabei, ist der Sebastian. Der wird mir ein bisschen helfen und steht natürlich dann auch für etwaige Fragen bereit. Wir nutzen jetzt gerade die Minuten hier, wo ich jetzt noch was erzähle, auch dafür, dass sich unsere Augen ein Stück weit an die Dunkelheit gewöhnen. Am Anfang sieht man nur vielleicht einen Punkt und dann sieht man, dass daneben noch viel, viel mehr ist. Und dann bekommt man eine Idee von diesem kleinen Ausschnitt, den wir nachher sehen, wie viel da eigentlich noch zu entdecken ist, wie viel da ist. Und im Prinzip ist es auch so, dass alle Objekte, die wir heute sehen werden, sich entweder in unserem Sonnensystem befinden oder sogar in unserer Galaxie. Wir sind im Prinzip die einzige Spezies, zumindest die wir kennen, die es überhaupt begriffen hat, dass es ein Universum gibt, die angefangen hat, es überhaupt versucht in Zusammenhänge zu bringen und das zu verstehen. Und das ist das Spannende, was man hier eigentlich fast jeden Tag dann auch richtig erfühlen kann, weil wir uns Objekte angucken, die halt 25.000 Lichtjahre weg sind. Das heißt, wir sehen Licht, das vor 25.000 Jahren entstanden ist und erst jetzt hier angekommen ist. Und dann reden wir quasi immer noch von Objekten, die sich in unserer Galaxie befinden. Wir reden noch nicht mal von außerhalb unserer Galaxie. Das ist nochmal viel, viel weiter weg. Und das ist das Spannende an dem, was wir hier jeden Tag sehen. Wir sind alle im Prinzip ehrenamtlich hier. Also im Prinzip sind das Hobbyastronomen, die man hier sieht. Wie gesagt, wir sind in einem Verein organisiert und tagsüber haben wir ganz normale Jobs, wie jeder andere auch. Das ist in meinem Fall, ich arbeite in der IT-Branche, bin also IT-Berater und beschäftige mich tagsüber damit, Software für Banken zu betreuen. Mehrere Rechner, meistens so mehrere hundert Rechner in einem Verbund. Und beschäftige mich damit, dass die auch den ganzen Tag laufen. Und wenn die nicht laufen, warum sie nicht laufen. Und entwickle da auch ab und zu ein paar Tools, die helfen sollen, dass es dann ein bisschen automatischer alles läuft, damit auch so Systeme, die viele Details haben, wieder zusammenstecken. Und irgendwann dachte ich mir, für Banken, Software, das kann jetzt nicht die Lebenserfüllung sein. Da muss es doch noch mehr geben und über das Hobby Astronomie, ich habe immer gerne von meiner Terrasse in den Himmel geschaut. Und dann kam auch mal ein Teleskop dazu, und dann muss es ja noch mehr geben, ich will ja auch Planeten sehen und sowas. Ja, und irgendwann mal dachte ich, ich muss mal auf die Sternwarte fahren, habe zu meiner Tochter gesagt, das müssen wir mal machen. Und dann irgendwann, jetzt fahren wir hin. Gehen wir mal zur Sonnenvorführung. Ein bisschen Geschichte dazu zu erfahren und auch zu verstehen, dass da Leute jeden Tag mit Leidenschaft dahinter sind, die das alles am Leben zu halten, damit es eben noch weitere 100 Jahre funktioniert. Das hat mich auch sofort gepackt und dann dachte ich, da will ich mitmachen, da will ich teilhaben und nebenbei dann auch noch über solch interessante Themen wie unser Universum, die Sterne zu reden. Das ist natürlich fantastisch und das hat mich hierher gebracht. Wir haben Leute dabei, die sind über 40 Jahre im Verein. Die haben schon alles mal gesehen. Die kann man sich auch noch mit ranholen zur Unterstützung und auch ein paar Tipps, was man und wie man beobachten kann. Das macht der Verein und die Sternwarte ist eben unsere Heimat dafür und wird eben dadurch auch immer wieder weiterentwickelt, weiter gepflegt. Was für mich natürlich noch eine Motivation war, hier stehen halt tolle Geräte rum. Ich muss mir jetzt nicht zu Hause mehrere tausend Euro dafür ausgeben, um da das tollste Gerät zu haben. Ich kann einfach hierher kommen und meine eigenen Messungen, meine eigenen Beobachtungen durchführen. Das Spannende dabei ist auch, dass im Prinzip jeder auch willkommen ist, egal was er schon weiß oder auch egal was er machen möchte. Wir machen heute optische Beobachtungen, wo wir uns Sterne oder Planeten anschauen. Da hinten steht eine Schüssel, mit denen werden Radiowellen aufgesammelt.
Das gehört auch alles zur Astronomie dazu, ganz unterschiedliche Messmethoden. Und wenn man das gerade gesehen hat, ging ja gerade viel auch in der Presse rum, dass wir gerade wieder ein neues Teleskop im Himmel haben, das wieder in anderen Frequenzbereichen, in anderen elektromagnetischen Wellen aufzeichnet, dass wir plötzlich Objekte sehen, die vorher nicht auflösbar waren, nicht entdeckt wurden und wir plötzlich Detailgrade kriegen. Und das ist das Spannende, dass man auch hier zwar im Kleinen alles ein bisschen ausprobieren kann. Astrofotografie ist genauso ein Thema. Auch da trifft sich die Gruppe regelmäßig und spricht darüber, was man fotografiert, wie man fotografiert und wenn natürlich irgendwas Besonderes ansteht, dass man dann auch gemeinsame Aktionen macht. Ja, und dann würde ich schon mal vorschlagen, dass wir auch direkt an das erste Objekt gehen. Wir haben da das Starfire-Teleskop. Das ist ein Linsenteleskop, was im Prinzip das Licht sammelt, über 2 Linsen beugt und streut und dann in das Okular das Licht bündelt, sodass man dann reinschauen kann und dann ein Bild sieht. Ich glaube, wer einfach am nächsten ist, der darf dann auch schon direkt da mal durchschauen. Wir wollen insgesamt es so dunkel wie möglich haben. Deswegen werden wir auch oft gefragt, warum seid ihr dann mitten in der Stadt? Ja gut, das Gebäude wurde vor 100 Jahren errichtet und da war noch nicht so viel Stadt hier, gerade hier an diesem Fleck. Wenn wir jetzt hier absolute Lichtstille hätten und es richtig finster wäre, dann hätten wir schon wieder fast Probleme, die ganzen Objekte zu zeigen, weil der ganze Himmel voller Sterne wäre. Insofern ist es auch nicht ganz so schlimm, dass wir so in der Lichtverschmutzung drin stecken. Und es ist halt auch immer wieder spannend, welche Leute wir hier überall treffen, auch mit welchen Fragen die ankommen. Und keine Frage ist verrückt genug, dass man sie hier nicht auch stellen kann. Wir haben auch Fragen bekommen, da hat mich eine Dame gefragt, ja, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Planet und einem Stern? Und dann denkst du, oh, dann fange ich mal ganz vorne an. Aber das ist toll, weil wahrscheinlich, und das hat sie mir danach auch bestätigt, nicht nur wahrscheinlich, ist so, sie sagt, ich habe heute was gesehen, das ist mir mein ganzes Leben lang noch nicht aufgefallen. Da gibt es was da oben. Und ich habe was verstanden. Und das ist halt auch das, was wir hier vermitteln wollen, dass man auch den Blick dafür hat, was wir sind, wo wir sind und wie viel es noch um uns drumherum gibt. Ja, dann sind wir jetzt in unserer Kuppel angekommen. Hier steht der Schatz der Sternwarte, unser Zeiss-Teleskop. Das hat schon ein paar Tage gesehen, um es mit den Worten von Tolkien zu sagen. Das hat jetzt dieses Jahr seinen 111. Geburtstag gefeiert. Also das Gerät ist tatsächlich schon 111 Jahre alt. Steht noch nicht seit Anfang an hier, kam kurz nach dem Krieg erst in die Sternwarte. Im Prinzip erst als eine Leihgabe und dann als eine Spende. Was ist spannend an diesem Gerät? Es hat halt keinen Stecker. Da ist keine Steckdose, ist kein Stecker dran. Alles, was wir hier sehen, ist mechanisch. Und gerade die Nachführung, die wir ja brauchen an Teleskopen, sonst würden uns die Objekte immer sofort wieder verschwinden, weil die Erde sich ja bewegt, dreht, weil die Sterne sich auch bewegen. Deswegen müssen wir auch unser Teleskop immer nachführen. Und diese Nachführung ist halt bei diesem Gerät, unten sind sie elektronisch, bei diesem Gerät über Gewichte realisiert, die hier in diesem Schacht drin hängen. Da hängen 200 Kilo Gewichte und die ziehen im Prinzip den Antrieb jetzt nach unten. Und über diesen Hebel hier, was im Prinzip ein Fliehkraftregler ist, und der im Prinzip jetzt die Geschwindigkeit bestimmt, mit dem sich das Teleskop dreht. Und wenn man dann hier mal auf die Seite kommen möchte, dann kann man auch hier das Getriebe dazu sehen und sieht, wie die Zahnräder ineinander greifen und ineinander arbeiten. Ein modernes Gerät hat das Teleskop noch, es hat nämlich noch ein Zusatzgerät verbaut. Das hängt hier oben dran, zurzeit unten drunter, normalerweise ein bisschen höher. Das ist das H-Alpha-Gerät, mit dem wir die Sonnenbeobachtung auch machen. Also da haben wir da oben einen Sonnenfilter drauf, damit kann man die Sonne im Weißlicht sehen, so wie wir sie auch normal sehen könnten. Das H-Alpha nimmt noch eine andere Wellenlänge auf und damit sieht man die Sonne dann rötlich. Was man da schön sehen kann, sind die Protuberanzen der Sonne. Das Teleskop braucht auch unbedingt einen Filter. Der Filter, der da oben drauf hängt, dann bei der Sonnenbeobachtung, der filtert 99,999% des Sonnenlichts weg. Also kommt nur ganz wenig noch durch, damit wir sie überhaupt normal beobachten können. Der Jupiter zum Beispiel leuchtet sehr, sehr stark. Man sieht einen Punkt, einen ziemlich hellen.
Dann guckt man durch das Teleskop und merkt, das ist keine Lampe, die da leuchtet, sondern das ist ein Objekt. Und dann sieht man noch 4 andere Objekte direkt daneben, die Monde vom Jupiter zum Beispiel. Und merkt plötzlich, dass unser Auge da eigentlich nur so einen Punkt aufnimmt, aber eigentlich viel mehr dahinter steckt. Das ist genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Wir gucken da hoch und sehen, dass da plötzlich viel mehr da ist, als wir am Anfang eigentlich gedacht hätten. Aus einem Punkt werden 2, aus einem Leuchten wird eine ganze Mannschaft. Und das macht das Interessante aus. Und wenn man nochmal auf den Mond zurückkommt, jetzt überlegt, wie hell der da leuchtet, wie sehr er uns eigentlich auch stört in der Beobachtung. Aber dennoch ist das vom Rückstrahleffekt ist es quasi so, als würde bei uns eine Asphaltstraße leuchten. Der hat ungefähr den gleichen Reflexionswert wie der Mond. Und trotzdem leuchtet der für uns so sehr, weil das natürlich alles gebündelt auch zu uns kommt. Ansonsten, was für mich jetzt persönlich noch interessant ist, in Florida steht gerade eine Rakete, die soll Mitte des Monats, soll die dann doch starten, also in wenigen Tagen eigentlich. Und das wird dann wieder mal der erste Flug Richtung Mond sein. 1972 war der letzte Mensch auf dem Mond. Ja, so lange ist das schon her. Aber jetzt geht es wieder los. Reisezeit waren damals 1972 3 Tage. Das sind 350.000 Kilometer, die zurückzulegen sind. Und es ist ja nicht so, dass wir da direkt rüberfliegen, dort anhalten, sondern wir müssen ins richtige Orbit, eine Runde drumherum und Artemis. Ich weiß nicht, ob die schneller sein werden, aber ich kann es mir nicht vorstellen, zumindest nicht, wenn Menschen dabei sind. Man muss ja immer darauf achten bei Menschen, wenn Menschen mitkommen, dann haben wir viel mehr Gewichte in den Raketen drin. Gewicht bedeutet, wir brauchen viel mehr Power. Viel mehr Power wird extrem teuer. Und deswegen ist man lieber langsam, dann ist es noch einigermaßen bezahlbar. Interessant ist, warum man jetzt wieder auf den Mond möchte. Der Mond soll sowas wie ein Gateway werden, damit man vom Mond aus dann auf andere Planeten zum Beispiel reist, Richtung Mars. Und dass der Mond, ja, wenn man salopp sagt, kann man eine Tankstelle wird, aber natürlich durch die Wasserstoffgewinnung aus dem Wasser am Mond, dass man das natürlich viel schneller in das Weltall bekommt als von der Erde aus, was jetzt Kosten wieder Reduktion bedeutet. Das ist etwas, was die nächsten 2 Jahre uns da beschäftigen wird. Und wenn alles gut geht, dann haben wir 2024, 2025 die ersten Menschen wieder Richtung Mond unterwegs. Es gibt noch so viel zu entdecken. Es gibt noch so viel zu lernen. Es ist beeindruckend, dass wir Menschheit das überhaupt angefangen haben, versuchen zu verstehen. Und wir auch immer noch jeden Tag noch dazulernen. Und Sachen, die vor 100 Jahren unmöglich gewesen wären. Es ist immer wieder beeindruckend, wenn ich mir überlege, dass 1940 ja, ungefähr, als Hubble mit den Galaxien ankam. Bis dahin war uns gar nicht bewusst, dass es außer unserer Milchstraße noch weitere Galaxien gab. Und das wissen wir erst seit den 40er Jahren. Und jetzt wissen wir, dass es da draußen Milliarden über Milliarden von Galaxien gibt. Unvorstellbar viel. Und dann kommt immer wieder die Frage, die kriegen wir auch manchmal bei der Führung gestellt, ob wir denn wissen, ob es Außerirdische gibt. Und dann können wir sagen, wissen wir es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit bei diesen Verhältnissen ist schon extrem hoch. Da muss irgendwas sein. Werden wir sie jemals sehen? Höchstwahrscheinlich niemals. Weil da kommen nicht nur diese Entfernungen dazu, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern kommen auch noch Zeitdifferenzen dazu. Wir befinden uns jetzt an diesem Punkt, in diesem Stadium der Entwicklung. Es kann sein, dass es da irgendwelche Zivilisationen gab, die vor 3 Milliarden Jahren diesen Stand der Entwicklung hatten. Die gibt es heute vielleicht gar nicht mehr. Die haben vielleicht schon zu uns versucht, Kontakt aufzunehmen, aber kamen hier vor 3 Milliarden Jahren vorbei. Hier ist nichts. An einem besonderen Teleskop, was viel Licht sammelt, hätten wir ein Objekt gezeigt, das heißt M13, ist ein Kugelsternhaufen. Und dieser Kugelsternhaufen, also da sind konzentriert sehr, sehr viele Sterne an einem Ort, was auch so ein bisschen ein Hinweis darauf ist, auf auch das Alter unserer Galaxie, weil Kugelsternhaufen meistens sehr, sehr alte Objekte sind. Da befinden sich Sterne noch aus der Frühzeit der Entwicklung. Also man geht davon aus, dass dieser Kugelsternhaufen 12 Milliarden Jahre alt ist. Und dieser Kugelsternhaufen, der ist so ungefähr 25.000 Lichtjahre von uns entfernt. Und vielleicht hat schon mal jemand gehört, wir haben ja auch schon mal ein Signal raus in den Weltraum geschossen. Ein Radiosignal, wo wir gesagt haben, hallo, wir sind die Menschheit, wir wohnen hier im Radiowellenbereich. Und das ist halt genau in diesen Kugelsternhaufen geschossen worden. Die Nachricht kommt da erst in 25.000 Jahren an.
Wenn da dann jemand da ist, der die Nachricht versteht und uns eine Antwort schickt, dann kommt die in 25.000 Jahren später an. Also vielleicht ruft jemand in 50.000 Jahren an, vielleicht nimmt auch jemand ab. Es gibt noch so viel zu verstehen und wir wissen noch so wenig eigentlich, ja. Deswegen ja auch Hubble zum Beispiel in den 40er Jahren mit den Galaxien. Das hat so viel umgedreht, so viel verändert. Klar, es kann morgen eine Entdeckung geben, die uns alles nochmal überdenken lässt. Die alles nochmal über Bord wirft. Was wir heute wissen, das können wir mit Sicherheit sagen. Aber morgen können wir schon wieder viel mehr wissen und was Neues gelernt haben. Und dann wird es spannend, das in unseren Alltag einzubringen und was machen wir dann daraus. Ja. Wir wären dann jetzt auch so gut wie am Ende unserer Führung angekommen. Freue mich, wenn wir das eine oder andere Gesicht nochmal wiedersehen. Wie gesagt, gibt jeden Tag irgendwas zu entdecken und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.